Willkommen zurück hier auf den Knauf-Werktagen 2023 bei unserem digitalen Messerundgang. Wir haben Ihnen heute schon ganz schön viel vorgestellt. Das haben Sie gesehen, wenn Sie schon länger mit dabei sind. Wir haben Dämmstoffe Ihnen gezeigt. Wir haben verschiedene Brandschutzmaterialien vorgestellt. Es ging gerade um Decken, um Kellerdämmung, um Deckenlösungen für die Raumakustik und vieles mehr. Aber Knauf bietet natürlich auch die passenden Maschinen an, um das Ganze zu verarbeiten und wirklich verschiedenste Materialien zu verarbeiten im Außen- und im Innenausbau. Und das machen unter anderem Misch- und Förderpumpen von Knauf PFT, den wir Ihnen jetzt heute vorstellen wollen. Einige davon schauen wir uns jetzt mal exemplarisch genauer an und das machen wir zusammen mit Ralf Mann von Knauf. Hallo Ralf. Hallo Johannes, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja hier vom Start erstmal direkt bei dem Klassiker. Ne? Die Förderpumpe, die heißt, da habe ich mir notiert, die G4. Vielleicht erklärst du erstmal ganz generell, was macht so eine Mischpumpe eigentlich? Wie das Wort schon sagt, sie mischt und pumpt. Das heißt also, wir geben hier Trockenmaterial rein, Pulver. Dieses Trockenmaterial wird durch dieses Zellendraht hochgefördert und vorne im Mischrohr, vielleicht können wir mir hier mal drauf zeigen, wird Wasser hinzugefügt und das Material vermischt sich innerhalb von 1,5, 2 Sekunden und wird dann pastös an die Wand gebracht mit einem Schlauch. Das ist jetzt noch eine relativ große Maschine, der Klassiker, den es schon etwas länger gibt. Wir können uns aber auch mal vielleicht direkt die nächste anschauen. Die haben wir hier nebenan stehen. Auch das eine Mischpumpe. Das ist die PFT Ritmo Double Mix. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie nagelneu ist, also vom Band. Ne? Und sie mischt und pumpt, ähnlich wie die G4, hat aber den Vorteil, dass sie einen wesentlich größeren Mischbereich hat. Das heißt also, das Trockenmaterial wird länger befeuchtet und dadurch kann ich auch schwierige Materialien gut aufmischen und auf den Schlauch bringen. Und was sie natürlich ganz neu hat, sie hat ein Display, Digitalisierung in jeder Munde. Also wir sind bereit. In unserer Double Mix haben wir digitalisiert und wir können vielleicht mal rüber ans Display gehen. Ja, gerne. Da können wir das exemplarisch auch mal vorführen. Ne? Ja, also das Display ist jetzt hier extra für die Messe, für die Knauf-Werktage einmal herausgebaut sozusagen, ne, damit man es sich hier genauer anschauen kann. Was ist das Besondere an dem Display? Was kann das? Also erstmal geht das Display auf unsere Bedürfnisse unserer Kunden ein. Wir sehen hier Sprache, Cockpit, Funktionen. Also es sammelt Daten. Ich weiß, wie viel Wasser ich verbrauche, ich weiß, wie viele Betriebsstunden ich auf der Maschine habe und ich weiß vor allen Dingen, mit welcher Sprache ich mich beschäftige. Dass also der Endkunde in seiner Sprache bedient wird und durch das Menü durchgeführt wird. Wir sehen hier das Cockpit im Display. Also ich sehe, wenn die Maschine angeschlossen ist, wie viel Wasser fließt durch, passt meine Aufmischung, muss ich nachregulieren. Und diese ganzen Daten werden natürlich dann auch erfasst und auch, falls ich mal irgendeine Beschwerde habe oder Reklamation, kann ich sagen, okay, die Daten haben gepasst. Also das ist eine Sicherheit auch des Endkunden. Wenn wir noch mal zur Maschine selbst gehen, wie viel Meter Schlauch könnte ich da jetzt zum Beispiel dranhängen? Was hält ihr aus? Das ist immer abhängig, wie viel Druck ich erzeuge. Also problemlos 20 Meter, aber das kann bis 30, 40 Meter Schlauch gehen. Also ich habe nie ein Problem, die Maschine vor ein Einfamilienhaus hinzustellen und dann komplett dieses Haus, den Giebel, die Fassade zu verputzen. Du hast ja schon häufiger jetzt erzählt von den verschiedenen Materialien, die eben dadurch gemischt und verpumpt werden. Welche Materialien können denn damit alles verarbeitet werden? Also generell können alle Putze mitverarbeitet werden. Wir unterscheiden hier Knauf, Gipsputze. Wir unterscheiden Kalkzementputze, also beide Putzarten können verarbeitet werden. Es können aber auch Bodenspachtel, Bodenausgleichsmassen verarbeitet werden mit der Pumpe, weil ich kann diese Einheit, das ist die Pumpeneinheit, kann ich wechseln. Also ich kann die von 14 Liter hochfahren auf 30, 40 Liter, eventuell sogar 50 Liter Ausstoß pro Minute. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mal eine weitere Maschine an. Es gibt nämlich noch ein paar mehr Förderpumpen von Knauf. Mischpumpen, um genau zu sein. So, jetzt gehen wir hier einmal. Guten Tag, die Herren. Dürfen wir einmal vorbei? Hallo. Dankeschön mit der Kamera, das ist sehr nett. So, was haben wir denn jetzt hier? Das müsste die Ritmo L Plus
DSR sein, richtig? Richtig, also auch eine Mischpumpe, das heißt also genau wie die G4 Trockenmaterial rein, ich füge Wasser hinzu und kann das wegpumpen. Und die Besonderheit an dieser Pumpe, die funktioniert mit 230 Volt. Das heißt also Trockenrasierapparat, Föhn, diese Pumpe bringt diese Kraft und ich kann, bevor du fragst, natürlich auch Gipsputz, Kalkzementputz, Bodenausgleichsmassen mit der verarbeiten und bis 20 Meter Schlauch. Hier sind wir leider bei der Schlauchlänge limitiert, aber das bedingt die 230 Volt. Also eine einfache Steckdose letztlich betreibbar. Steckdose. Genau, an eine Schuko-Steckdose wird die angeschlossen und im Vergleich zu der G4 kann ich hier auch pastöses Material, also das heißt Eimerware einfüllen und kann das hier mit der Maschine verarbeiten und sie als reine Pumpe benutzen. Und man sieht ja schon, das Ding ist nicht wahnsinnig groß. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass es klein und kompakt ist und auch auf der Baustelle mal an Orte gebracht werden kann, wo vielleicht jetzt ja, nicht so viel Platz ist oder zweiter, dritter Stock oder so. Vor allen Dingen kann es an die Baustelle gebracht werden. Also es ist mega gut, den Punkt, den was du ansprichst. Ich kann diese Maschine in 3 Teile zerlegen. Einmal diesen orangen Teil, also die Steuereinheit, den Motor und den Materialbehälter. Das heißt also, wer einen Passat-Kombi kennt, ich lege die Rückbank um, ich kann komplett die Maschine in diesen Kombi verstauen und kann die natürlich auch in Einzelteilen auf die Stockwerke tragen. Jetzt vor allem wichtig, Sanierung. Wir brauchen Wohnungen und da müssen Altbauten saniert werden, um diesen Bestand zu erhöhen. Eine Maschine haben wir noch, die gucken wir uns jetzt an und gehen mal hier vorne rüber. Das ist die Swing Airless. Sieht wieder ein bisschen anders aus, aber letztlich auch eine Mischpumpe wie die anderen. Was ist das Besondere hier? Ich meine, Airless heißt ja ohne Luft, wenn ich es richtig übersetze. Soweit reicht mein Englisch noch. Was bedeutet das hier? Richtig, ohne Luft. Und ich muss dich korrigieren, diesmal ist es keine Mischpumpe. Ah, okay. Was ist es dann? Diesmal ist es eine Förderpumpe. Das heißt also, ich bringe hier vorgemischtes Material ein und bringe das an die Wand. Und Airless, du hast natürlich recht, ohne Luft. Das heißt also, ich kann mit dieser Pumpe einen Druck erzeugen von 120 Bar und habe dadurch pastöses Material, also Spachtelmaterial, kann ich sehr schön an die Wand bringen und bekomme ein harmonisches Spritzbild. Und die einfache Bedienung, wir haben auch hier das Display, der Double Mix im Einsatz, wird zukünftig folgendes können. Ich stelle einmal mein Spritzbild ein und sage, okay, so passt. Und die Maschine regelt es immer automatisch nach. Ob jetzt dick, dünn, also du musst nichts mehr manuell nachjustieren. Sie macht es von sich aus, dass du immer ein gleiches Spritzbild hast und dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Du musst die Maschine nur füttern, genug Material. Also du hast gesagt, das Display, kann das neue PFT Control Display, so heißt es ja, in der Zukunft. Weiß man denn schon, wann das kommt? Wir gehen davon aus, dass das zu Anfang des 4. Quartals kommt. Das ist die Not der Lieferanten. Wir sind bereit, wir warten sehnlichst drauf, weil wir wollen das natürlich diesen Benefit unseren Kunden bieten. Danke, dass du es alles erklärt hast, Ralf. Und ja, viel Spaß noch. Schöne Werktage dir noch. Euch auch. Viel Spaß auf den Werktagen. Tolles Team, tolle Mannschaft, tolle Stimmung. Ja, danke. Danke dir. Gut.